Herzlich willkommen zu You Are Unique. Heute geht es um das Thema deine Schaffenskraft. Ist es nicht wunderbar, dass wir alle kraftvolle Schöpferinnen und Schöpfer unseres Lebens sind? Ganz so einfach ist es dann wiederum nicht, da wir ja alle Teil eines komplexen Ganzen sind. Aber, und das wissen wir in der Tiefe auch, im Grunde ist es gar nichts Besonderes, dass wir die Erschaffer unserer Realität sind. In einfachen Alltäglichkeiten ist es uns auch schon sehr bewusst. Ihr werdet euch nicht wundern, wenn ihr ein Buch bestellt habt und am nächsten Tag klingelt es an der Wohnungstür und der Postbote bringt es vorbei. Da ist eine ganz klare Kausalität zwischen eurer Aktion und dem Resultat. Nicht schwer zu verstehen. Schwieriger wird es aber erst dann, wenn uns der Umstand, dass wir etwas erschaffen haben, nicht bewusst ist. Häufig müssen wir dann auch Realitäten ins Auge blicken, die uns nicht gefallen oder die richtig unangenehm, mühsam, traurig, tragisch, was auch immer sind. Und da wird es schon schwierig. Da fragt man sich schon, warum, was habe ich jetzt damit zu tun? Was habe ich damit zu tun, dass vielleicht eine Beziehung in die Brüche geht oder eine Scheidung eingereicht wird oder eine Bewerbung nicht klappt, dass vielleicht der Job gekündigt wird, ein Unternehmen pleite geht, Projekte niemals umgesetzt werden oder eine plötzliche Krankheit auftaucht, vielleicht ein Nervenzusammenbruch erfolgt, Erschöpfungszustände, was auch immer da so geschieht in unserem Leben, was uns nicht gefällt. Wie sollen wir denn jetzt Erschaffer dieser Umstände sein? Das haben wir doch niemals manifestiert, sagen wir uns dann. Häufig handelt es sich dabei eben um unbewusste Programmierungen. Wie kann das also geschehen, dass wir auf unbewusster Ebene manchmal Dinge in unser Leben ziehen, die wir uns niemals freiwillig ausgesucht hätten? Ganz einfach, denn auch Überzeugungen, Identifizierungen, Manipulationen, die wir vielleicht erlitten haben, gesellschaftliche Erwartungen von außen, lang etablierte Glaubenssätze, innere versteckte Muster, Affirmationen, Versprechen, Verwünschungen, Verträge mit Familienmitgliedern, Vereinbarungen können eine Realität erschaffen, die nicht der entspricht, die wir uns wünschen, die aber sehr wirksam sind. Solange wir die übergehen und nicht in unser Bewusstsein ziehen, wird es uns nicht gelingen, achtsam das zu manifestieren, was unser höchstes Ziel ist in diesem Leben. Und somit erschaffen wir andere Resultate als die, die wir uns eigentlich wünschen. Was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass uns unsere Schaffenskraft manchmal sogar unheimlich ist. Ich höre das immer wieder von Menschen aus meiner Umgebung und ihr kennt das Phänomen vielleicht auch. Vielleicht haben wir gerade an die liebe Schulfreundin von früher gedacht und 10 Minuten später ruft sie an. Was ich dann immer wieder überrascht feststelle, ist, dass die Leute nicht an ihre eigene Gedankenkraft glauben. Die sagen dann lieber, ja, das war doch nur ein Zufall oder ich bilde mir das bloß ein und glauben gar nicht wirklich daran. Also häufig ist uns diese immense Power, die wir haben, diese Schaffenskraft, diese Gedankenkraft eher unheimlich. Dabei könnten wir sie wundervoll für unser Leben nutzen. Vielleicht ist es auch scheinbar bequemer, in diesem festen, unumstößlichen Glauben zu verweilen, nicht eigenständig über das eigene Schicksal bestimmen zu können. Vielleicht ist es auch bequemer, das Opfer widriger Umstände zu sein und zu bleiben, anstatt in die eigene Schaffenskraft zu kommen. Und das ist auch jedem selbst überlassen zu entscheiden. Man darf auch gerne das Opfer widriger Umstände bleiben, wenn man das möchte. Es ist sehr menschlich zu glauben, dass wir einfach nichts daran ändern können. Es kann aber auch sehr bequem sein. Und hier ist eben die Frage, bleibt man in diesem bequemen Opferbewusstsein oder sagt man sich, nein, jetzt packe ich es an und gestalte mein Leben? Was ist dafür erforderlich? Erforderlich ist eine innere Arbeit, in die Tiefe zu gehen und auch in diesem Unterbewusstsein aufzuräumen, in den eigenen Gedanken aufzuräumen. Wir Menschen denken 60.000 Gedanken am Tag. Also das ist immer diese Zahl, die da herumgeistert. Das ist eine Zahl, die ich gar nicht fassen kann. Und all diese Gedanken erschaffen unsere Realität. Und so ist es ja sehr plausibel, dass es ganz wichtig ist, erstmal in diesem Unterbewusstsein, in dieser Gedankenwelt aufzuräumen. Wie schafft man das?
weil oft übernehmen ja die Gedanken einfach die Überhand. Wir werden gedacht, wir denken nicht mehr selbst, etwas anderes denkt uns, im schlechtesten Fall unser Ego. Viele Menschen sind so mit ihrem Ego identifiziert, dass es ihnen gar nicht mehr auffällt, dass etwas anderes durch sie denkt und gar nicht sie selbst. Und hier beginnt der Weg der inneren Arbeit. Wie schafft man das? Sehr hilfreich ist dabei die Praxis der Achtsamkeit. Sich ganz ehrlich zu beobachten, die Gedanken zu beobachten, wie aus der Vogelperspektive, zuzuhören, was da so den ganzen Tag durch unseren Kopf quatscht. Ich bezeichne mein Ego auch ein kleines grünes Gremlin, so ein kleines Männchen, das mir dann immer wieder durch den Kopf quatscht und dann sage ich, Egolein, jetzt habe ich dich ertappt und jetzt bist du wieder schön still. Und ihr werdet überrascht sein, wie oft das Ego das Regiment übernimmt und uns wegbringt von unserer inneren Stimme und von unserer unendlichen Schaffenskraft. Und gerade die unangenehmen Gefühle, die wir oft erfahren, sind die wertvollsten Hinweise, wo wir mal genauer hinblicken dürfen. Es geht um ein Bedürfnis aus meiner Tiefe, das mehr Aufmerksamkeit wünscht. Und wenn ich mir das genauer ansehe, dann merke ich, das hat sehr viel mit mir zu tun, mit der Selbstliebe. Und wenn ich diesem Gefühl, diesem Bedürfnis Raum gebe, verschwindet die Eifersucht, dann verschwindet Neid, dann verschwindet Wut, Trotz, Zorn, Aggression. Und ich bekomme den Zugang zu meiner inneren Stimme und den Zugang zu der achtsamen Manifestation. Und das Leben kann sehr schön werden. Wir können es wirklich so gestalten, wie wir es uns wünschen. Es ist ein gewisser Weg der inneren Arbeit. Vergesst nicht, you are unique. Ihr seid einzigartig. Ihr seid einzigartige Schöpferinnen und Schöpfer eurer Realität. Ihr habt diese Power. You are unique. Alles erdenklich Liebe. Bis zum nächsten Mal. Eure Mona.